Du kennst bestimmt diverse Übungen für dein Höhentraining. Mir ist es immer wichtig, dass man Übungen variiert, etwas abändert, damit es eben immer wieder interessant bleibt. Na, oft wird es monoton, da spielt man die Übung halt so runter. Aber wichtig ist auch, dass man hier ein bisschen nachdenken muss, was man denn hier aktuell macht. Ich stelle dir heute eine Übung vor, die aufgrund der Pentatonik ziemlich leicht in die Finger geht. Es sind 5 Töne insgesamt und dann dementsprechend in die Oktaven übertragen. Jetzt gibt es natürlich nicht nur G, A, H, D, E zum Beispiel diese 5 Töne, sondern ich kann aufwärts zum Beispiel auch G, A, H, D, E und abwärts E, D, B, A, H. Na, dann merkt man schon eine kleine Variation. Oder ich nehme G, A, B, D, E und abwärts eben genauso. Also einmal auf und abwärts mit H, einmal auf und abwärts mit B und eben die Kombination aufwärts H, abwärts B. Und schon hätten wir eine Übung und 3 Varianten davon. Und das ist mir immer wichtig, dass es eben nicht langweilig wird. Ansonsten spielt man oft die Übungen halt so runter, man muss gar nicht mehr nachdenken, die Finger dann machen das schon ganz von alleine. Aber hier wird eben einfach nochmal eine kleine Variation eingebaut und man muss immer wieder nachdenken, zu welchem Ton komme ich denn jetzt, zu welchem Ton gehe ich denn jetzt. Und da wirst du merken, du musst auf jeden Fall immer nachdenken. Ich verlinke dir die Noten unten, da kannst du auf MuseScore die Noten rausziehen. Ansonsten ist es mir wichtig in diesem Video, dass du mitdenkst. Deswegen gibt es hier auch keine eingeblendeten Noten. Also hier oben anschalten, Trompete schnappen und mitspielen. Das Ganze läuft auf Viertel, das heißt nicht zu schnell. 1, 2, 3. Jawohl, sehr gut. Natürlich, wenn es dir zu anstrengend ist, kannst du die Lücken auch noch mit Tönen auffüllen. Dann hast du dann letztendlich zum Beispiel eine G-Dur-Tonleiter oder eine G-Moll-Tonleiter. Und so kannst du deine Übung immer variieren und etwas interessanter gestalten. Natürlich nicht Tag für Tag, man muss sich erstmal so eine Übung drauf schaffen. Aber ich denke mal so im 2 Wochen Abstand. Und man füllt seinen Werkzeugkasten ja mit neuen Übungen und kann dann immer wieder andere Übungen rausholen und diese eben zum Training benutzen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei diesem Training. Du kannst natürlich anstelle von G du auch jederzeit F, du kannst natürlich auch anstelle von die Pentatonik auf G, auch auf F, C, auch das variieren. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Ansonsten viel Erfolg mit dieser Übung und lass gerne am Schluss ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetentraining. Bis dahin, ciao, euer Nico.